Amen. Amen. Ja, du musst. In our last presentation, In unserer letzten Präsentation we began to discuss the relationship between the second and the third angel. fingen wir damit an, die Verbindung zwischen der zweiten und dritten Engelsbotschaft zu beschreiben oder zu behandeln. We understand since 1844 Wir verstehen, dass seit dem Jahre 1844, that the third angel's message has been running through history. dass der dritte Engel durch die Geschichte bereits hindurchgeht. And before the final harvest, Und vor dem letzten Ernte we understand that this third angel's message needs to be empowered. verstehen wir, dass der dritte Engel bekräftigt werden muss. And the empowerment of this third angel Und diese Bekräftigung dieses dritten Engels occurs when the second angel of Revelation 18 kommt auf, wenn der zweite Engel aus Offenbarung 18 comes down herniederkommt and gives it power to finish its work. und demjenigen Kraft gibt, um seine Arbeit zu beenden. We then spoke about how these angels interact with one another. Wir sprachen dann darüber, wie diese zwei Engel miteinander sprechen oder kommunizieren oder zu tun haben. And we read from Early Writings, page 118, Und aus dem Buch Early Writings, Seite 118, haben wir gelesen, that the work of the third angel dass die Arbeit des dritten Engels, is to first select and Das- then to bind. dass er erst auserwählen soll und dann binden soll. And when we think about the binding off, Und wenn wir über das Binden nachdenken, the word itself means to come to a conclusion. dann heißt dieses Wort selber an sich schon, um zu einem Abschluss zu kommen. So the conclusion Also dieser Abschluss of our reform line, unserer Reformlinie by definition, must be the binding off. durch Definition muss diese Zeit des Bindens sein. But there's a preparatory work of the third angel, Aber es gibt ein Vorbereitungswerk des dritten Engels, which is first to select. welches erst dieses Auserwählen ist. And if the binding off is in the third step, the selection must therefore be in the second. Und If the binding off is in the third, Ja, also wenn das Binden im dritten ist, dann muss diese Arbeit des Auserwählens im zweiten sein. you got that one? Ja. So this selection process, Also dieser Prozess des Auserwählens, which is the work of the third angel, welches die Arbeit des dritten Engels ist, occurs in the second step. passiert unter diesem zweiten Schritt. Now, at a superficial level, Also in jetzt einem übergestellten Ebene, we speak about the harvest da sprechen wir von der Ernte, being synonymous with the binding off. dass sie gleich ist mit der Ernte, And mit dem Zeit des Bindens. at some level, Und auf is. einer Ebene ist das auch so, but it's slightly more complicated. aber es ist ein wenig mehr kompliziert. And it's that complication Und es ist diese Kompliziertheit, which makes the shaking that we're in at the moment confusing. welches diese Sichtung, in der wir uns momentan befinden, zur Verwirrung führt. Which is why I'm suggesting we're in the harvest already. Und deswegen möchte ich euch vorschlagen, oder habe ich euch bereits vorgeschlagen, dass wir uns schon bereits in der Ernte befinden. Because the harvest has a number of steps involved. Denn die Ernte hat mehrere Schritte, beinhaltet mehrere Schritte. In the process of the very big first steps to the very last steps. In dem Prozess der ersten Schritte bis hin zu den letzten Schritten. And we've already also discussed Wir haben auch schon darüber gesprochen, the outpouring of the latter rain dass das Ausgießen des Spätregens isn't necessarily at the third step ist nicht unbedingt nur an dem dritten Schritt or at the Sunday law, oder am Sonntagsgesetz, because it depends upon the application. denn es kommt auf die Anwendung drauf an. And we want to try and explore that as we go through our studies. Und wir möchten dies nun herausfinden, während wir durch diese Studien hindurchgehen. So, with that introduction, Also mit dieser Einführung nun I want to just change direction a little
dann möchte ich nun jetzt die Richtung ein bisschen ändern. and talk a little bit about rules. Und ich möchte ein wenig über die Regeln reden. We don't often talk about rules, Wir reden nicht sehr häufig über Regeln, but another word that we use aber ein anderes Wort, was wir benutzen, is methodology. ist die Methodologie. The methodology and rules are synonymous words. Und die Regeln und die Methodologie sind eigentlich gleiche Worte, sie stehen gleich. So a good place to direct our studies Ein guter Ort nun, um unsere Studien hinzuleiten, is with the father of our rules, ist nämlich zu demjenigen, dem Vater unserer Regeln, the Millerite Reform Line. nämlich die Milleritenlinie oder Reformlinie. So we're going to have a brief review of that, Also werden wir nun einen kurzen Rückblick davon haben, oder Wiederholung, and see how those rules were developed. und wir werden uns anschauen, wie diese Regeln entwickelt wurden. Everybody can now see the board, yes? Jeder kann nun die Tafel sehen, richtig? So we'll begin our reform line Also in wenn 1798. wir unsere Reformlinie im Jahre 1798 anfangen, We have an increase of knowledge. da haben wir eine Zunahme der Erkenntnis. I'll just put IK for increase of knowledge. Also ich mache jetzt hier IK für die Zunahme der Erkenntnis. We have a formalization. Dann haben wir die Formulierung der Botschaft. We have an empowerment. Dann haben wir eine Bekräftigung. We have an arrival Dann haben wir eine Ankunft of the second angel. des zweiten Engels. We have the midnight cry. Wir haben den Mitternachtsruf And we have the close of probation. und wir haben das Ende der Gnadenzeit. Everybody's familiar with that reform line. Jeder ist vertraut mit dieser Reformlinie. Don't think I've put anything that people aren't familiar with. Ich glaube nicht, dass ich hier jetzt irgendwas hingetan habe, was Menschen oder ihr noch nicht vertraut mit seid. So I want to put some dates here now. Also nun möchte ich ein paar Daten hier hinzufügen. And I'm going to substitute this graphic here for the increase of knowledge. Und ich werde jetzt diese Zunahme der Erkenntnis damit Change. verändern. And I'm going to put it like this. Und ich werde es so hier darstellen. And I'm going to put the date 1816 Und ich werde hier das Jahre 1816 tun to 1818. und bis zum Jahre 1818. And the formalization of the message Und die Formulierung dieser Botschaft we're going to have as 1831 haben wir im Jahre 1831 and 1833 to 4. und im Jahre 1833 bis 34. And we have the 11th of August, Und der 11. August 1840, im Jahre 1844. the 19th of April, Der 19. April 1844, 1840, then the 14th to the 15th of August, und dann der 14. und 15. August 1844, 1844 and the 22nd of October, 1844. und dann der 22. Oktober 1844. Is everybody familiar with those dates? Seid ihr alle mit diesen Daten vertraut? So we'll read a passage in a moment Also wir werden hier in einem Moment ein Zitat lesen, that's going to tell us das uns zeigen wird, that Miller received his Cruden's Concordance dass Miller seine Cruden's Concordance, in 1798. seine Cruden's Konkordanz im Jahre 1798 erhielt. So
let's see if we can find the passage for that. Lasst uns nun schauen, ob wir dafür auch den Beweis oder das Zitat dafür finden. This is taken from the Memoirs of William Miller, Also dies wird aus dem Buch Memoiren des William Millers, ist dieses Zitat by Sylvester Bliss. Of- Sylvester Bliss, sorry. von Sylvester Bliss. Written in 1853, Im Jahre 1853 wurde dieses Buch geschrieben. page 246. Im Jahre auf der Seite 246. So it's the Memoirs of William Miller, Also sind die Memoiren des William Millers page 256. auf der Seite 256. And it says, Und es sagt dort, we were interested in seeing his old family Bible wir waren daran interessiert, seine alte Familienbibel zu betrachten. and his quarto copy of Cruden's Concordance. Quarto copy, what is Just his that? copy. Und seine Kopie oder sein Band der Cruden's Konkordanz, Which was originally purchased in 1798. welches im Jahre 1798 gekauft wurde. These two books were almost the only ones he looked at when doing his lectures. Diese zwei Bücher waren weitgehend die einzigsten, die er benutzte, um sich für seine Präsentation vorzubereiten. It says that a clergyman Er sagte, dass hier ein Mann eines Klerus, came and visited him one day dass er ihn eines Tages besuchte, when he wasn't there als er aber nicht da war. and wanted to see his extensive library. Und er wollte seine große Bibliothek sehen. His daughter took him, this clergyman, to his desk, Und die Frau nahm nun den Besuch und brachte ihn zu seinem Schreibtisch. and there were only two books on the table. Und da gab es nur zwei Bücher auf diesem Schreibtisch. And she says, this is his library. Und sie sagte hier, das ist seine Bibliothek. The clergyman was amazed. Und dieser Mann war dann sehr erstaunt. Her remark was strictly true. Where are you at? Her Okay. comment was true. Okay, also ihr Kommentar war wahr. As far as theological writings go, So weit wie die theologischen Schriften gehen. he never even had a commentary. Er hatte noch nicht mal einen Kommentar. All he used was historical books, Alles, was er gebrauchte, war historische Bücher, his Bible, and Cruden's Concordance. die Bibel und die Cruden Concordance. So, the subject of this part of the presentation is rules. Also das Thema dieser Präsentation ist die Regeln. So we want to say Also wir wollen sagen, that the beginning of the development of the rules dass der Anfang oder die Entwicklung der Regeln was based upon the Bible and Cruden's Concordance, dass sie darauf basierten, nur auf die Bibel und die Cruden's Konkordanz. and it's marked prophetically Und es wird sogar prophetisch markiert, at the time of the end nämlich am Zeit des Endes, that he actually purchases his Cruden's Concordance in 1798. dass er sogar im Jahre 1798 diese Konkordanz, die Cruden Konkordanz, einkaufte. So we want to see that the concordance itself becomes a symbol of the rules that William Miller develops. Also sehen wir hier, dass die Cruden Konkordanz selber ein Symbol wird, nämlich der Regeln, die becomes a symbol of the rules. Of the rules that he's going to use to develop. Okay, also wird ein Symbol, das für die Regeln, die William Miller dann selber aufstellen wird. And what does his concordance allow him to do? Und was erlaubt ihn seine Konkordanz nun zu tun? It allows him to go through his Bible Es erlaubt ihn, durch seine Bibel hindurchzugehen, and systematically study a particular subject. um auch systematisch ein gewisses Thema zu studieren. And this is one of his primary rules that he's going to use. Und dies ist eine der primären Regeln, die er benutzt. And we'll read about this in a moment. Und wir werden in einem Moment auch darüber lesen. So he's received his Cruden's Concordance here. It starts the development of the rules for the Millerite movement. Also er erhält hier jetzt seine Cruden's Konkordanz und dies beginnt nun die Entwicklung der Regeln zur Zeit der Milleritengeschichte. And it's going to allow him to study his Bible
Und es erlaubt ihn, seine Bibel zu studieren, by using what methodology? indem er welche Methodologie benutzte? Proof texting. Die Prüftextmethode. And this methodology is now going to be the driving engine for the Millerite movement. Und diese Prüftextmethode wird nun sozusagen dieser Motor in der Milleritengeschichte. And the reason why the majority of Adventists don't accept our message Und der Großteil, warum der Menschen im Adventismus unsere Botschaft nicht annehmen, is because as God's people today, we don't use this methodology anymore. dass wir als Gottes Volk heutzutage nicht mehr diese Methodologie der Prüftextmethode benutzen. Maybe a more accurate way of saying that Wenn man das jetzt noch vielleicht akkurater ausdrücken möchte, is that if this represented everything that you could do with proof texting, also wenn das jetzt hier alles veranschaulichen würde, was man mit der Prüftextmethode machen kann, today we only use it in a very limited way. dann benutzen wir es heutzutage nur in einem sehr limitierten Art und Weise. There's a vast field here Gibt es ein großes Feld, das es hier gibt, which have been untapped. welches noch unberührt ist. And this movement, Und diese Bewegung, the reason we have been able to develop the truths that we have, der Grund, warum wir diese Bewegungen, Wahrheiten, die wir haben, entwickeln konnten oder herausfinden konnten, is because we've been able to go into this area and untap truths. ist, weil wir in diesen Ort rein können konnten und Wahrheiten berühren konnten, die vorher noch nicht berührt waren. Now, we've been doing this from the very beginning, Und wir taten dies seit dem Anfang. but it exploded. Aber es explodierte, The untapping of this information also dieses Berühren dieser Information, in around 2014. ungefähr im Jahre 2014. And I'll give an example of what happened then. Und ich gebe euch ein Beispiel für das, was passiert ist. This is when we began to understand the truth of Ezra. Dies ist, als wir das Verständnis über Esra, die Wahrheiten, erhalten haben. Particularly chapter 7, verse 9. Um genau zu sein, das Kapitel 7, Vers 9. We're not going to take the time to read the verse, Wir werden jetzt nicht uns die Zeit nehmen, um diese Verse zu lesen, but it talks about the first day of the first month aber es redet oder handelt um den ersten Tag des ersten Monats, and the first day of the fifth month. den ersten Tag des 5. Monats. It doesn't mention the 10th day of the 7th month. Es beschreibt hier nicht den 10. Tag des 7. Monats. But when this verse became present truth, Aber als dieser Vers gegenwärtige Wahrheit wurde and we went back to the pioneer writings, und wir zurück zu den Schriften der Pioniere gegangen sind and we saw how they were applying this verse, und wir geschaut haben, wie sie diesen Vers angewandt haben how they used the 10th day of the 7th month in connection with these two dates, und wie sie den 10. Tag des 7. Monats in Verbindung mit diesen zwei anderen Daten brachten, we could see that Ezra 7, verse 9, teaches these three dates. sehen wir, dass Esra 7, Vers 9 diese 3 Daten lehrt. And then we noticed Und dann haben wir gesehen, that we could calculate the time spans between these two dass wir die Zeitspanne zwischen diesen Daten kalkulieren können, time periods. diese Zeitperioden. And you might wonder, what does that do for us? Und ihr möchtet euch vielleicht fragen, was macht das jetzt für uns? And on the surface, nothing. Und wenn man jetzt nur auf der Oberfläche schaut, dann nichts. But when you start understanding proof texting, Aber wenn man jetzt hier die Belegtextmethode, Prüftextmethode anfängt zu verstehen, which is what Cruden's Concordance allows you to do, welches uns die Cruden's Konkordanz erlaubt zu tun, you begin to see dann fängt man an zu sehen, that one of the foundational rules, dass eine der fundamentalen Regeln, which we've been using since the time of the end in our history, welche bereits wir schon seit unserer Zeit des Endes benutzen, we'd only been using it in a very limited way. dass wir es nur in einer sehr limitierten Art und Weise benutzt haben. Because now we realize, Denn nun realisieren wir 2014, im Jahre 2014, that this date, dass dieses Datum hier, New Year's Day, the first day of the first month, also der Neujahrstag, der erste Tag des ersten Monats, can be proof text
kann Belegtext werden. And as soon as you start proof texting this date, Also wenn man den jetzt belegen wird und woanders schaut, wo dieses Datum ist, it opens the Bible in a new way. dann öffnet es die Bibel in einer komplett neuen Art und Weise. We understand how proof texting works, hopefully. Ich hoffe, dass wir verstehen, wie Belegtextmethode, wie diese funktioniert. But because we're only used to this much, Aber weil wir nur so viel benutzt haben and if I were to say, let's look at the Sabbath, und ich jetzt zum Beispiel sage, lasst uns den Sabbat anschauen, the reason why we've dwarfed our understanding on proof texting, the reason why our thinking on proof texting has been dwarfed. What is dwarfed? It's been Small, okay, squashed. okay. Der Grund nun, warum unser Verständnis über den Sabbat oder über die Prüftextmethode so verkleinert wurde, is because we haven't closed our eyes and just jumped in faith. ist, weil wir unsere Augen geschlossen haben und einfach in Glauben gesprungen sind. We think too much, Wir denken zu much, zu viel. to our detriment. Excuse me. It's not helped us to do that. Okay, es hat uns jetzt nicht geholfen, dies zu tun. Because if we were going to proof text the word Sabbath, Denn wenn wir jetzt den Sabbat nehmen würden und dann diese Methode anwenden, what do we need to know about Sabbath? dann was müssen wir denn über den Sabbat wissen? When? Wann? When does Sabbath happen? Wann passiert denn der Sabbat? Wann? What? Dann was? What are you supposed to do on Sabbath? Was soll man denn am Sabbat tun? So we could split this one up. Und den können wir jetzt nun auch noch aufteilen. Eating, Also Essen, working. Arbeiten. So if we were going to proof text this, Also wenn wir dies jetzt nur auf die Belegtextmethode anwenden wollen, we're going to pick up the word Sabbath, nehmen wir jetzt das Wort Sabbat run it through our concordance, und wir gucken jetzt in unserer Konkordanz and we're going to see when it is and what you're supposed to do. und dann werden wir sehen, wann es ist und auch, was wir an diesem Tag tun sollen. But the problem is, Aber das Problem ist, we've been conditioned this way. Condition. We've been trained into Okay. a narrow way of thinking. Wir sind trainiert darin, praktisch mit Scheuklappen in einem schmalen Weg zu gehen. Because if we look at when or what, Denn wenn wir uns anschauen, wann oder was, what do we already know? was wissen wir denn bereits? We already know it's connected to the Sabbath. Wir wissen bereits, dass es mit dem Sabbat verbunden ist. So you know it's always the same story. Also wissen wir, dass es immer die gleiche Geschichte ist. But if now we're going to proof text the first day of the first month, Aber wenn wir nun die Belegtextmethode auf den ersten Tag des ersten Monats anwenden, we get a problem. dann haben wir ein Problem. Because one verse Denn ein Vers is going to be to do with traveling. hat etwas mit Reisen zu tun. And another verse Und ein anderer Vers is going to be to do with the temple. hat etwas zu tun mit dem Tempel. And this issue with the temple Und diese Thematik um den Tempel could be something to do with setting it up, könnte jetzt nun darum handeln, ihn also aufzubauen, zu erstellen or cleaning, oder mit ihn zu reinigen, which are two totally different concepts. welche zwei komplett verschiedene Konzepte sind. So if we approach the first day of the first month Also wenn wir jetzt nun an den ersten Tag des ersten Monats sozusagen herangehen and we proof text this, und die Belegtextmethode anwenden, is it the same subject? ist es denn immer das gleiche Thema? Because on a superficial level it isn't. Denn auf einer Oberflächenart und Weise, da ist es eben nicht. Because traveling isn't the same as temple building. Denn Reisen ist nun nicht das gleiche wie den Tempel aufzubauen. And setting up or building temples isn't the same as cleaning them. Und einen Tempel aufzubauen ist nun nicht das gleiche wie ihn zu reinigen. So each one of these three stories Also diese drei Geschichten, all happen alle passieren on the first day of the first month. am ersten Tag des ersten Monats. Now if we didn't think, Und wir haben jetzt nicht nachgedacht, but we exercise faith, aber wir leben unseren Glauben aus we would know und wir wissen, that all of these three things
Und wir würden wissen, dass all diese drei Dinge, are all happening at the same time dass sie zur gleichen Zeit passieren, to the same group of people. Auf die gleiche Gruppe angewandt. So they have to become symbols Also sie müssen Symbole werden, of the same event. Symbole des gleichen Ereignisses. And we've come so far from proof texting, Und wir sind so weit von der Belegtextmethode abgetrieben, as it should be done. Von der Art und Weise, wie es sein sollte, Many Adventists think this is heretical. dass viele Adventisten denken, dass dies irgendwie heretisch ist. So this issue of Cruden's Concordance Also diese Thematik um die Cruden-Konkordanz and the ability that it provides to proof text und die Möglichkeit, die sie uns gibt, nämlich die Belegtextmethode, is foundational to the methodology that we use to understand this message. ist fundamental, um diese Botschaft zu verstehen und diese Methode, die wir benutzen. And you and I need to understand that. Und du und ich, wir müssen das verstehen. And we also need to understand Und wir müssen auch verstehen, how to apply those rules. diese Regeln auch anzuwenden. So I'm saying the foundation of the rules is the concordance that William Miller purchased in 1798. Also ich sage, dass dieses Fundament dieser Regeln die Crudens Konkordanz ist, die William Miller im Jahre 1798 eingekauft hat. There's now going to be an increase of knowledge. Und nun wird es da eine Zunahme der Erkenntnis geben. And I put the dates 1816 to 1818 Und ich habe da die Daten 1816 bis 1818 festgehalten, as symbolic of this increase of knowledge. als Symbole dieser Zunahme der Erkenntnis. So let's read from, this is the autobiography of Joseph Bates. Also lasst uns nun von der Biografie von von Ältesten Joseph Bates lesen. Page 271. Auf der Seite 271. I was thus brought in 1818, Also im Jahre 1818 at the close of my 2-year study of the scriptures, kam ich zu dem Entschluss, glaube ich, am Ende meiner Studiums, meiner Schriften, to the conclusion that in 25 years, zu der ernsten Schlussfolgerung, dass in 25 Jahren everything would be wound up or finished. dass alles seinen Abschluss sozusagen finden würde. So he does 2 years of studying, Also er studiert jetzt 2 Jahre, which brings him to 1818. welches ihn zum Jahre 1818 bringt. 2 years back is 1816. 2 Jahre zurück ist das Jahr 1816. So it's these 2 years of intensive study. Also es sind diese 2 Jahre des intensiven Bibelstudiums, He's able to come to a conclusion. dass er zu einer Schlussfolgerung kommt. What did we say a conclusion was? Was haben wir bereits gesagt? Was ist eine Schlussfolgerung oder ein Abschluss? Binding off. Es ist eine Zeit des Bindens oder ein Binden. And what's his conclusion? Und was ist sein Abschluss oder seine Schlussfolgerung? That in 25 years everything's going to finish. Dass in 25 Jahren alles zu einem Ende kommen wird. So if you go from 1818 Also wenn man jetzt von 1818 and add 25 years, 25 Jahre hinzufügt, you get 1843. dann kommt man zu dem Jahr 1843. And if you look at the 1843 chart, Und wenn man jetzt die 1843er Karte betrachtet, you'll see that it's all about 1843. dann sieht man, dass es sich dort um das Jahr 1843 handelt. Man sieht das öfters darauf. So the question that we have to ask ourselves, Also die Frage, die wir uns nun selber stellen sollten, when did William Miller wann tut William Miller, finish off or complete his message? wann beendet er seine Arbeit oder seine Botschaft? In 1818. Im Jahre 1818. It was all finished. Es war alles schon fertig. He came to a conclusion. Er kam zu einer Schlussfolgerung, zu einem Abschluss. So everything after this Also alles, was danach dann kam, is all embellishment.
Embellishment. It's just making it all beautiful. Okay, also alles, was danach kam, macht es praktisch noch schöner. Everything's been done by 1818. Also alles wurde im Jahre 1818 schon gefertigt. Es kam zum Abschluss. The reason we're looking at this, Der Grund, warum wir uns dies betrachten, maybe I didn't make it clear enough in my first presentation. Vielleicht habe ich es nicht deutlich genug in meiner ersten Präsentation gesagt, I have two objectives. dass ich zwei Dinge machen möchte. One of them is to go through the details. Eine ist, dass ich mich um die Details kümmern möchte, To try and show you why we are correct. um euch aufzuzeigen, warum wir richtig sind. The second Die zweite is to show you that you can just trust what we're saying. und die zweite ist, dass ihr einfach auf das vertrauen könnt, was wir euch sagen. We have nothing to fear Wir haben nichts zu befürchten in the binding of in der Zeit des Bindens, if we have confidence wenn wir vertrauen in the way that the Lord has led us in our past dealings, darauf haben, wie der in His Herr past dealings with us. uns in der Vergangenheit, wie er sein Volk geleitet hat. One of the things I want us to see, Eine der Dinge, die ich euch aufzeigen möchte, right here, genau hier, before the message is even formalized, also zuvor überhaupt die Botschaft formuliert wurde, everything is finished. ist bereits schon alles fertig. Hold that thought in your mind. Behaltet diesen Gedanken in euren Kopf. I'm just going to introduce this concept, Also ich this thought, werde jetzt hier diesen Gedanken einführen, but we'll develop it. aber wir werden es noch sozusagen weiterentwickeln. Turn in your Bibles to the book of Acts. Schlagt in eurer Bibel die Apostelgeschichte auf. Acts chapter 17. Apostelgeschichte Kapitel 17. If you remember my first presentation, Wenn ihr euch erinnert in unserer ersten Präsentation, I already know what I teach, ich weiß bereits schon, was ich lehre, is totally different to what our other brethren teach. ist total komplett anders von dem, was die anderen Brüder lehren. So you need to already understand that, Okay, also ihr müsst das bereits schon verstehen, because when they see what I'm teaching, denn they see what I'm teaching, denn wenn sie sehen, was ich hier lehre, and they respond to it, und sie darauf antworten, don't expect anything but an attack. dann erwartet nichts anderes als eine Attacke. Because we no longer see things eye to eye. Denn wir sehen hier diese Dinge nicht mehr nur noch Auge zu Auge. So you have to work out in your own mind, Denn so in euren eigenen Kopf müsst ihr euch dann jetzt mit auseinandersetzen. is what I'm teaching reasonable? Ist das, was ich lehre, ist es eigentlich okay, ist es belegbar, macht es Sinn? One of the things that I get accused of Eine der Dinge, die an mir kritisiert wird, is advising people not to watch their material. ist, dass ich Menschen sage oder Leute darauf hinweise, schaut euch nicht ihr Material an. So I'm going to advise you not to watch their material. Und ich möchte euch vorschlagen oder möchte euch darauf hinzeigen, schaut nicht deren Material an. And I'll take the criticism. Und ich werde die Kritik dafür auch einnehmen. So if you don't watch their material, you'll never know what their response is going to be. Okay, wenn ihr jetzt aber nicht mehr ihr Material anschaut, dann wisst ihr auch nicht mehr, was ihre Antwort auf das hier sein wird. So you have to take what I'm saying and compare it with the scriptures, Also müsst ihr das sehen, was ich sage, und es mit der Bibel vergleichen. which is what I thought you were supposed to do anyway. Und ich dachte, das müsst ihr schon eben tun. Acts 17:30. Also Apostelgeschichte 17, Vers 30 oder 13? 30. Okay, Vers 30. And the times of this ignorance God winked at, but now commandeth all men everywhere to repent. Nun hat zwar Gott über die Zeiten der Unwissenheit, oder im Englischen heißt es auch Zeit der Ignoranz, hinweggesehen, jetzt aber gebietet er allen Menschen überall Buße zu tun.
So we're going to spend a bit of time in this verse, but not now. Also wir werden noch etwas Zeit in diesem Vers verbringen, aber nicht jetzt. For a long time. Also für eine lange Zeit. I don't know how long because I didn't pay attention. Ich weiß nicht wie lange, weil ich nicht drauf aufgepasst habe. From 1989 to 9/11. Von 1989 bis zum 11. September. We've been teaching. People have been teaching. Haben Menschen gelehrt. That Acts 17:30 belongs here. Dass Apostelgeschichte 17, Vers 30 hier hineingehört. That this was a time period of ignorance. Dass dies die Zeitperiode der Ignoranz oder der Unwissenheit war. I don't know what you think. Ich weiß nicht, was du denkst. But I'll tell you what I think. Aber ich sage dir, was ich denke. And I'll ask you to think about this. Und ich hoffe, dass ihr darüber nachdenken werdet. What's it called from 1798 onwards? Was wird es genannt von 1798 voran? It says an increase of knowledge. Also eine Zunahme der Erkenntnis. So is knowledge getting more or less? Also wird die Erkenntnis jetzt nun mehr oder weniger? And what's the opposite of knowledge? Und was ist die Gegenseite von Ignorance. Was ist die Gegenseite oder das Gegenwort von der Erkenntnis? Es ist Unwissenheit oder Ignoranz. So my first thought is, also mein erster Gedanke ist hier nun, if we're increasing in knowledge, also wenn wir jetzt hier in Zunahme zunehmen, why have we put ignorance here? Warum tun wir dann die Unwissenheit oder Ignoranz dort markieren? Who's ignorant? Wer ist denn ignorant? Let me ask you the question. Lasst mich euch die Frage stellen. Is William Miller ignorant? War William Miller oder ist er ignorant? He can't be. Er kann es nicht sein. Because what's he achieved here in 1818? Denn was erreichte denn er hier im Jahre 1818? The conclusion of the matter. Er kam zu der Schlussfolgerung der Sache. If you come to the conclusion, wenn du zur Schlusssache kommst oder zur Abschluss, he's got nothing more to learn. Dann muss er nichts mehr lernen. It's all embellishment, extra pieces of detail. Es sind alles so Verschönerungen, alles extra Details, die dazukommen. So, from 1816 to 1818, I've identified this as rules. Also ich habe hier das Jahr 1816 bis 1818 als die Regeln identifiziert. He's going to develop the rules. Also er wird hier diese Regeln entwickeln. Which were based upon Cruden's Concordance and his Bible. Welche auf die Cruden Concordance und auch auf die Bibel basieren. And he's concluded here. Und hier schließt er ab. That in 25 years it's all going to come to an end. Und dann in 25 Jahre später kommt alles zu einem Ende. Also zu dieser Schlussfolgerung kommt er. And the number 25 is a symbol of the binding off. Und die Zahl 25 ist ein Symbol für die Zeit des Bindens. So ask yourself. Also fragt euch selber. Is it reasonable? Ist es reasonable in Deutsch? Ist es vernünftig? Danke. To put ignorance in a time of increasing knowledge. Ist es vernünftig, Ignoranz dorthin zu markieren, wo man eigentlich eine Zunahme der Erkenntnis markiert? Because for me, denn für mich, Ignoranz is associated steht damit in Verbindung with lack of information. Mit einem Fehlen von Information. And information und Information can be symbolized by light. Kann durch Licht symbolisiert werden. So a lack of information is a lack of light. Also ein Fehlen von Information ist ein Fehlen von Licht. And a lack of light is darkness. Und wenn da kein Licht ist, dann ist es Dunkelheit. And we all know und wir wissen alle, that this is the period of darkness. Dass dies hier die Zeit der Dunkelheit ist. So I'm saying that ignorance should be here. Ich sage nun, dass die Ignoranz hier sein sollte. So let's follow through with this. Also lasst uns damit nun weitergehen. Because the next objection someone brings to me. Denn nun das nächste Argument, das dagegen spricht, bringt nun jetzt jemand auf. Which is crazy. Was total verrückt ist. I'm sorry if you're, because I think I've spoken to people in this room about this issue.
Es tut mir leid, ich glaube, ich habe schon mit Leuten, die auch hier in diesem Raum sind, über diese Dinge bereits gesprochen. So I just called you crazy. Also ich habe euch gerade nur verrückt genannt. Tut mir leid. They said, Sie haben gesagt, I wasn't here from 1989 to 9/11. ich habe nicht gehört im Jahre 1989 bis zum 11. September. I was in ignorance. Ich war in Unwissenheit. And I said, what's that got to do with anything? Und dann sage ich, ja, was hat das denn jetzt was zu tun? So I asked them the question, Also frage ich dann die folgende Frage. when did you come into the movement? Wann bist du in diese Bewegung hineingekommen? They said 2014. Und dann sagen sie, nehmen wir jetzt mal das Jahr 2014. We'll put 2012. Oder okay, nehmen wir 2012. They said, I came in 2012. Also ich bin im Jahre 2012 hineingekommen. So I said, you were in ignorance until 2012 then. Und dann sage ich, ja, also du warst dann also in Unwissenheit bis zum Jahre 2012. So shall we do that? Also müssen wir das nun tun hier. Just for you. Nur für dich. So you can be happy now. So, dass du jetzt glücklich sein kannst. And they say, that doesn't make sense. Und dann sagen sie, aber das macht jetzt nicht wirklich Sinn. Because you can't control a whole reform line over one person. Denn man kann ja keine ganze Reformlinie anhand eines Menschen zeichnen oder regulieren. And I'm saying that was your very argument Und da habe ich gesagt, ja, aber das ist doch genau das Argument, was du aufbringst, about putting ignorance here. dass hier die Ignoranz hingetan wird. Which leads me to my next point. Welches mich zu meinem nächsten Punkt bringt. We'll put it here. Ich werde es da drüben markieren. So this is a slight diversion, remember? Diversion? Detour. Ah, okay. Also das ist jetzt hier so praktisch ein Umweg, ein kurzer Umweg. Time at the end. Also das Zeit des Endes. Empowerment. Die Bekräftigung. And when we speak about the empowerment, I'm speaking about the first. Und wenn ich über die Bekräftigung spreche, dann ist es die Bekräftigung des Ersten. A for arrival, E for empowerment. A für Ankunft und E für Bekräftigung. Close of probation. Und hier das Ende der Gnadenzeit. This story here Also diese Geschichte, die wir haben, is the story of what? ist die Geschichte von was? What's this a story of? Über was handelt diese Geschichte hier? The Millerite? Die Milleriten? What? Milleriten was? Movement. Die milleritische Bewegung oder Bewegung der Milleriten. We okay with that? Ist jeder damit okay? Let's take this word out. Dann lasst uns nun dieses Wort hier jetzt ausstreichen. So it's a line of a movement. Okay, so also eine Linie einer Bewegung. How many movements? Wie viele Bewegungen? One movement. Eine Bewegung. If we're okay, say amen if we're okay with that. Sagt Amen, wenn ihr damit okay seid. So the movement began here Also die Bewegung fing hier an and ends here. und endet hier. Here we are. Hier sind wir nun. IK. IK, Increase of knowledge. also die Zunahme der Erkenntnis. So in the increase of knowledge, what do we know? Also was wissen wir über die Zunahme der Erkenntnis? Everything. So Wir- put 100%. Was wissen wir hier? Nämlich alles, 100%. Most people don't even believe that and you're all silent. Die meisten Menschen glauben dies noch nicht mal und ihr seid alle sehr ruhig. And I just got that from what we read. Und ich habe dies nur von dem genommen, was wir bis hierhin gelesen haben. So if you know everything here, Also wenn man hier bereits schon alles weiß, is this one movement in ignorance here? ist diese eine Bewegung in Ignoranz in dieser Zeit? No. Nein. So it's not in ignorance. Also es ist nicht in Unwissenheit oder in Ignoranz. But at the empowerment of the message, Aber die Bekräftigung der Botschaft, a change does happen da passiert eine Veränderung, because we go from one man denn die Veränderung ist, dass wir von einem Mann gehen
to something that looks different. Also von einem Mann verändert sich es zu etwas, was anders ist. Today, heute, I know many of you think this way. Und ich weiß, dass viele von euch in dieser Art und Weise denken. I say that by faith. Und ich habe das jetzt im Glauben gesagt. Because many of you, denn viele von euch, so this is where it begins to get ugly. Und hier ist es nun, wo es unschön wird. So close your ears. The closer we get? Close your ears. Okay, also halt eure Ohren zu. Don't look at the board. Schaut nicht an die Tafel. Because now we have to start naming names. Denn nun müssen wir Namen nennen. So on this side, also auf dieser Seite, we'll put Tree of Life. Markieren wir jetzt nun Tree of Life, also Baum des Lebens in Deutsch. And on this side, und auf dieser Seite, we'll put Future for America. Tun wir Future for America, Zukunft für Amerika. So you have to ask yourselves, also ihr müsst euch selbst jetzt fragen, where are you? Wo bin ich? Where do you stand? Wo stehe ich? Do you stand over here? Stehe ich hier? Or you stand over here? Oder stehe ich hier? And before you even ask that question, und bevor man nun diese Frage stellt, you have to ask yourself the question, muss man sich zuvor folgende Frage stellen. Is this even true? Ist das denn überhaupt wahr? I want you to ask yourself the question, ich möchte euch auffordern, euch selbst die Frage zu fragen. How do you conceptualize what's going on today? Wie könnt ihr conceptualize? How do you picture it? Okay, wie handelt oder wie malt ihr euch das aus, was heutzutage hier von sich geht? What does this shaking look like to you? Wie sieht eine Sichtung für euch denn aus? And I think for most of us, und ich denke, für die meisten von uns, and I'm speaking from experience now, und ich rede hier jetzt aus Erfahrung, because I've had enough discussions with people, denn ich hatte bereits genug Gespräche mit Menschen, that they're looking over here, dass sie hier rüber schauen, and they're looking over here, und auch auf die andere Seite, trying to work out what's going on. Und sie versuchen herauszufinden, was überhaupt abgeht. Do we need to put names here? Müssen wir Namen hier tun? Does everybody know what's going on? Weiß jeder, was abgeht? So my question to you, also meine Frage zu euch ist jetzt, who's the head of this movement? Who's our leader? Wer ist der Kopf dieser Bewegung? Wer ist der Leiter? So people are going to say Christ. Also Menschen sagen oft jetzt hier Christus. Here on earth. Ich meine jetzt hier auf der Erde, meine ich. Yes, who is the leader of this movement? Who's our appointed leader? Also wer ist jetzt hier dieser Leiter in dieser Bewegung hier auf der Erde? Okay, so many people, even though you might be shy now, are going to say it's Elder Jeff Pippinger. Okay, auch wenn ihr jetzt vielleicht ein bisschen schüchtern seid, aber die meisten werden sagen, es ist ältester Jeff Pippinger. And as soon as you do that, und sobald man dies tut, you're wrong, by the way. Ihr seid nur mal so, ihr seid falsch. As soon as you do that, also wenn man das tut, you're assenting to this model. Dann spielt ihr diesem Modell bei oder ihr behandelt oder ihr benutzt dieses Modell. And this bit that I rubbed out over here, und das, was ich hier ausgelöscht habe zuvor, with this issue of ignorance here, mit dieser mit dem Thematik der Ignoranz and the misconceptions about it, und diese Missverständnisse oder über es, are all related subjects. Sind alles verbundene Themen. In this history here, also in dieser Geschichte hier, this one movement, in dieser Geschichte der einen Bewegung, was essentially one man. War essentiell ein Mann. And his name is Miller. Und sein Name war Miller. But from 1840, aber seit dem Jahre 1840, hier, the movement changes. Da verändert sich die Bewegung. From man, von einem Mann, to men. Zu Männern.
So if you're going to change from man to men, Also wenn man jetzt von einem Mann zu Männern also weitergeht oder sich ändert, the problem arises dann kommt dieses Problem auf, that you don't have a leader who's a singular person. dass es keinen Leiter mehr gibt, der eine Singular, also eine einzelne Person ist. Let's go over to this board. Lasst uns hier rübergehen. This is not holy place. Also das bedeutet jetzt nicht das Heilige. High priest Dies bedeutet der hohe Priester in heaven. im Himmel. How many high priests are there? Wie viele hohe Priester gibt es denn? One. Einen. Who comes underneath him? Und wer kommt jetzt unter ihm sozusagen? Priests. Da kommen dann Priester. There's no hierarchy. Da gibt es keine Hierarchie. In 1840, Im Jahre 1840, from the time of the end to the empowerment, also von der Zeit des Endes bis zur Bekräftigung, essentially there was only one. also da gab es essentiell nur einen. It changes from one to many. Und es ändert sich oder verändert sich von einem zu viele. Does that make sense? Macht das so Sinn? Who's the leader of this movement? Wer ist der Leiter dieser Bewegung? Miller. Miller. But from the empowerment of the message, Und jetzt von der Bekräftigung an, 9/11, vom 11. September, there's a dynamic change. da haben sich die Dynamiken verändert. And who's the leader now? Wer ist denn jetzt der Leiter? From 9/11, Also vom 11. September, there's a dynamic change. There's a change. da ist eine Veränderung in der Dynamik. Goes from one man to many men. Also es geht von einem Mann zu vielen Männern. And who's the leader now? Und wer ist denn jetzt der Leiter? I'll put everyone. Ich markiere jetzt hier alle oder jedermann. I'm not going to put, I would have put organized movement, Also ich würde jetzt hier gern eine organisierte Bewegung hinschreiben. but it's always been organized. Also es war schon immer organisiert. All that changed, Alles, was sich veränderte, that more men joined the organization. dass mehrere Männer in die Organisation hineinkamen. So, if this is true, Also wenn dies nun wahr ist, that we're all leaders, wir sind alle Leiter, then we need to rethink dann müssen wir nochmal überdenken, what's happening today. was heute passiert. I've still got a few minutes left because the time was wrong. Ja? Ich habe noch ein paar Minuten, weil die Zeit war nicht so ganz richtig am Anfang. I've got 5 minutes. Ungefähr 5 Minuten. So, it starts off with one man, it goes to many men. Also es fängt mit einem Mann an und es geht dann über zu vielen Männern. Do we know how many people Future for America consists of? Wissen wir, wie viele Männer oder wie viele Menschen mit FFA verbunden sind? Mit Future for America, Entschuldigung. 5 people? Sind es vielleicht 5? 6 people? 6 vielleicht? So we'll put 5. Lass uns mal 5 hinmachen. Tree of Life, Und jetzt hier, Tree of Life. I think last count, I understood it to be 7. Das letzte Mal, wo ich gezählt habe, 7. Now, do we think that this warfare, this struggle, Also denken wir, dass hier dieser Kampf, der von sich geht, is between two ministries that you can look on? ist es zwischen 2 Ministries, die man sich anschauen kann? Or is there something more significant going on? Oder geht hier etwas von höherer Bedeutung her? Let's turn to a Bible passage Lasst uns zu einem Bibelvers gehen in closing. und wir beenden hier dann auch. 1 Kings, 1. Könige, chapter 18. 1. Könige, Kapitel 18. So we're in 1 Kings chapter 18, and we're going to try and address this issue here.
Also im 1. Könige 18 wollen wir versuchen, diese Problematik oder diese Thematik hier zu behandeln. If we had a more personal dynamic here, I'd be asking you specifically if you assent to this. Assent, what means? If you agree. Oh, okay. If you agree Also to wenn this. wir hier in einer Dynamik wären, wo das hier alles ein bisschen persönlicher wäre, dann würde ich euch fragen, ob ihr mit dem übereinstimmt, was ich da hingemalt habe. But we don't, so I won't. Also wir haben diese Dynamik nicht und deswegen werde ich das nicht tun. 1 Kings chapter 18, Zuerst Könige Kapitel 18, verse 26. Vers 26. We're on Mount Carmel. Wir sind auf dem Berg Karmel. And they took the bullock which was given them, and they dressed it, and called on the name of Baal from morning even until noon, saying, O Baal, hear us. But there was no voice, nor any that answered, and they leaped upon the altar which was made. Und da heißt es, und sie nahmen den Jungstier, den man ihnen gab, und bereiteten ihn zu. Und sie riefen den Namen Baals an, von Morgen bis zum Mittag, und sprachen, Baal, erhöre uns. Aber da war keine Stimme noch Antwort, und sie hüpften um den Altar, den man gemacht hatte. So we've got a time period here. Also wir haben hier eine Zeitperiode. What's the time period? Was ist die Zeitperiode? Morning Vom Morgen till noon. bis zum Mittag. Yeah? From the morning till the noon. Also vom Morgen bis zum Mittag. Richtig? Are we okay if we can call noon midnight? Sind wir alle okay damit, wenn wir Mittag auch Mitternacht nennen? Because noon is in the midst of the day, Denn Mittag ist in der Mitte des and Tages we're going to use this proof texting. und wir benutzen nun die Belegtextmethode. And the midst of the day can be the midst of the night. Und die Mitte des Tages kann auch die Mitte der Nacht bedeuten. And the midst of the night is midnight. Und die Mitte der Nacht ist Mitternacht. So, I'm going to say from 9/11 Also sage ich nun hier vom 11. September to midnight, bis zur Mitternacht these people sind diese Menschen hier. are doing what? Was tun sie? They're calling on the name of Baal, Sie riefen den Namen Baals an and they're leaping upon the altar. und sie hüpften um den Altar. Are we all on the same page? Sind wir soweit hier alle auf der gleichen Ebene? Try and stay awake. Ich hoffe, ihr bleibt noch ein bisschen wach. Are we okay that it's from morning till noon? Sind wir damit okay, dass es vom 11. September, vom Morgen bis zum Mittag ist? 9/11 to midnight. Vom 11. September bis zur Mitternacht. And how many prophets do we have? Und wie viele Propheten haben wir nun? Don't say 450. Sagt jetzt nicht 450. We've got Elijah, Wir haben Elia and we've got the prophets of Baal. und wir haben die Baals-Propheten. I'll put T for true. F for false. Und wir haben jetzt hier T für true, also die wahren oder treuen vielleicht. So you've got two prophets. Und F für die falschen, also ja. Also wir haben zwei Arten von Propheten. True prophets and false prophets. Wahre Propheten und falsche Propheten. We all agree with that? Stimmen wir damit alle überein? How many groups of people are on Mount Carmel? Wie viele Menschen sind auf dem how many groups of people? Yes. Wie viele Gruppierungen von Menschen gibt es auf dem Berg Karmel? We've got Elijah, the true prophet. Wir haben Elia, den wahren Propheten, We've got the false prophets und wir haben die falschen Propheten and their boss, und ihren Boss, King Ahab. nämlich König Ahab. And there's a third group, Und da gibt es eine dritte Gruppe, verse 21. Vers 21. And Elijah came unto all the people. Und da heißt es, da trat Elia vor das ganze Volk. So here's all the people. Also hier haben wir jetzt auch noch die das ganze Volk. And what are the people doing? Und was machen denn diese Menschen? We'll read the rest of the verse. Lass uns den Rest des Verses lesen. How long halt you between two opinions? Wie lange wollt ihr auf beiden Seiten hinken? If the Lord be God, follow him, but if Baal, then follow him. Ist der Herr Gott, so folgt ihm nach. Ist es aber Baal, so folgt ihm. And this happens all the time.
Und dies passiert die ganze Zeit. I asked a question. Ich frage eine Frage. Could you please make your choice? Könnt ihr bitte eure Entscheidung hier machen? And people say to me, Und Menschen sagen, they answered not a word. sie antworten nicht ein Wort. And the people answered him not a word. Und das Volk erwiderte ihm keine Antwort oder Wort. I said, just make a decision. Also sagen wir, mach doch nur einfach eine Entscheidung. And they don't say anything. Und sie sagen nichts. Does everybody know what entrapment is? Weiß jeder Entrapment, like a trap? Okay, weiß jeder, was eine Falle ist? Yeah? It's when people try to trap you. Also wenn Menschen eine Falle dir stellen wollen. So, let's have a look at this a bit carefully. Lasst uns dies ein bisschen noch betrachten, vorsichtig betrachten. In verse 26, Also im Vers 26, what are the prophets of Baal doing? was machen da die Propheten des Baals? They're leaping upon the altar. Sie hüpfen um den Altar. What does leaping mean? Was bedeutet zu hüpfen? So if this was the altar, what would I be doing? Also wenn das jetzt hier nun der Altar ist, was würde ich nun tun? I'm jumping on it. Ich würde auf es hinaufhüpfen. Good or bad? Gut oder schlecht? Symbol of Symbol von was? wickedness. Von Bosheit. Agree with that? Könnt ihr damit übereinstimmen? Good. Okay. What are the people doing? Was machen denn die Menschen? What are the people doing? My sister says they're neutral. Okay, meine Schwester sagt hier, sie sind neutral. Are we in a time of crisis? Sind wir in einer Zeit der Krise? On Mount Carmel? Auf dem Berg Karmel. And the people are neutral. Und die Menschen sind neutral. What's the position of people who are neutral in the time of crisis? Was ist mit diesen Menschen, die in der Not Zeit, good. in der Zeit der Krise neutral sind? Das ist nicht gut. Okay, so let's put their halting. Also lasst uns hier sehen, dass sie praktisch noch so aufhalten oder sich noch zurückhalten. What does it mean to halt? Was bedeutet es, sich noch zurückzuhalten? Not making a decision one way or the other. Oder in der Bibel heißt es auch zu hinken. Das heißt nicht eine Entscheidung für das eine oder für das andere zu tun. It doesn't quite mean that Es bedeutet dies nicht genau in the original. im Originalen. When you halt, Wenn man jetzt hinkt, it's like if you've got one leg. also wenn man ein Fuß nur hat, And einen you're Arm nur gonna hat. hop around. Und wenn man dann hüpft, Yeah? ja? You're halting on one leg. You're Also halt. wenn man so auf einem Fuß hinkt. When you look at the word halt Also wenn man dieses Wort nun sich anschaut and you compare it to leaping, und es mit diesem Hüpfen vergleicht, if I leapt, also wenn ich hinken würde, I oder take a running jump, also wenn ich hüpfen würde, dann würde ich Anlauf nehmen and before I got to this desk, und bevor ich nun zu diesem Tisch komme, how many legs would I be on? mit wie vielen Beinen wäre ich da? Auf wie viel Bein wäre ich? One leg. Einem Bein. Just like the people who are halting. Genau wie dieses Volk, das nur auf einem Bein steht und hinkt. If you go back into the original, Also wenn man jetzt zurück in das Original geht, these are the same word. sind diese beiden die gleichen Wörter. Now let's proof text that. Lasst uns nun jetzt die Belegtextmethode anwenden. If you're leaping, Also wenn man jetzt hinkt, which you said was wickedness, wo ihr gesagt habt, dass dies Boshaftigkeit ist, or you're halting, oder man hüpft, you're doing the same thing. dann tut man das Gleiche. So you must be the same thing. Also es muss das Gleiche sein. Proof texting. Also das ist Belegtextmethode. So here we are, Also hier sind wir nun, because we're on Mount Carmel. wir sind auf dem Berg Karmel. This is Mount Carmel from 9/11 to midnight. Das ist der Berg Karmel von dem 11. September bis zur Mitternacht. If this is you Also wenn das du jetzt bist and you're halting und du jetzt hier hinkst between two opinions, zwischen zwei Meinungen, what does that mean? was bedeutet dies? By default, Ja, continue. you're on one side
Das heißt eigentlich schon, dass du deine Seite bereits schon gewählt hast and not the other. und nicht die andere. And whose side are you on? Und auf welcher Seite stehst du? The wrong side. Nämlich auf der falschen Seite. You're on the side of Baal. Ja, man ist auf der Seite Baals. If you find yourself Also wenn du dich selber jetzt wiederfindest, today heute, undecided, indem du unentschlossen bist, that you don't know who Elijah is, wenn du nicht weißt, wer Elia ist, automatically, automatisch schon, without understanding any of these issues that's on this board, obwohl du all diese ganze Thematik und Probleme, die hier auf der anderen Tafel beschrieben sind, wenn du die alle nicht kennst, the intricacies of point B, die Umschreibungen um diesen Punkt B, where the judgment of the living begins, wo das Gericht an den Lebenden beginnt, it doesn't make any difference. Macht überhaupt nichts, macht keine Veränderung. Because if you don't even know who Elijah is, Denn wenn ihr noch nicht mal wisst, oder You're- wenn du nicht mal weißt, wer Elia ist, you're a worshipper of Baal by default. dann bist du bereits schon ein Anbeter Baals. So I want to tell you Also möchte ich euch nun hier sagen, that this is not FFA. dass hier das nicht FFA ist. This is the one movement. Dies ist die eine Bewegung. If you're not on the side of the movement Wenn du nicht auf der Seite der Bewegung stehst, because you don't know, weil du nicht weißt, what side are you on? auf welcher Seite stehst du dann? You're on this side, Du bist automatisch auf dieser Seite. even if you haven't made a decision, Auch wenn du noch nicht einmal eine Entscheidung getroffen hast. because you have made a decision. Denn du hast bereits eine Entscheidung gemacht. This is how problematic this issue is. Das ist, wie problematisch dieses Problem oder diese Thematik ist. Now I know Also ich weiß, people will watch this video, Menschen werden dieses Video schauen they'll get their software and they'll start cutting pieces up, und dann werden sie ihre Software herausnehmen und kleine Dinge herausschneiden clipping the pieces together and weaving a story of the error that I teach. und dann werden sie zusammenfügen und dann werden sie eine Geschichte darüber machen, was für ein Irrtum ich lehre. But I'm not speaking to the camera Aber ich spreche nicht zu der Kamera. and the editors. Und diejenigen, die das beschneiden dann, I'm speaking to you ich spreche zu euch, who have heard everything I've said die ihr alle das gehört habt, was ich hier sage. and the development of my argument, Und auch die Entwicklung meines Argumentes. that if you haven't already decided Dass wenn ihr nicht bereits schon entschieden habt, who Elijah is, wer Elia ist, you're on the wrong side. dann bist du auf der falschen Seite. And this issue Und dieses Problem began where? fing wo an? At 9/11. Am 11. September. So if you want to know who Elijah is, Also wenn ihr jetzt wissen wollt, wer Elia ist, where do you have to look? wo musst du denn jetzt suchen? You can't look from 9/11 onwards. Du kannst nicht vom 11. September ranschauen. You have to have known Elijah before he got there. Du musst den Elia schon gekannt haben, bevor er überhaupt dorthin gekommen ist. So here we are, Also hier sind wir nun from the time of the end von der Zeit des Endes to the empowerment. bis zur Bekräftigung. This is where you identify Elijah. Das ist, wo du den Elia identifizierst. When you know who Elijah is, Und wenn du weißt, wer Elia ist and you're in this history here, und du dich jetzt in dieser Geschichte hier drüben befindest, which is where we are here, wo wir uns hier genau befinden, if you don't know who Elijah is, wenn du nicht weißt, wer Elia ist, you are automatically on the wrong side. dann bist du automatisch schon bereits auf der falschen Seite. And I want to call you a tear. Und you want to? Und ich will dann dich ein Unkraut nennen. Because that's the reality of the situation. Denn das ist die Realität der Situation. So if you think people Und wenn du jetzt glaubst, dass Menschen out there somewhere irgendwo da draußen may or may not be tares, vielleicht oder vielleicht nicht Unkraut sein werden and you're too scared to name them
und du zu schüchtern bist oder zu ängstlich bist, dies beim Namen zu nennen, let's bring it home here. dann lass es uns hierhin in diesen Raum bringen. If you don't know what side you're on, Wenn du nicht weißt, dann auf welcher Seite du stehst, it says, da sagt es, verse 21, Vers 21, they answered him not a word. sagen, und sie erwiderten ihm kein Wort. To me, Für mich, that means you have to say something. das bedeutet eigentlich, dass du eigentlich etwas sagen solltest. If you can't speak, Wenn du nicht sprechen kannst, then you're on the wrong side. dann bist du auf der falschen Seite. We're now at the very end of our history, Wir sind nun an dem Ende unserer Geschichte angekommen, not at the beginning. nicht am Anfang. If we're at the end, Wenn wir am Ende sind, we know there's not much more to go on. dann wissen wir, dass da nicht mehr viel kommen wird. There's not much more to see. Es gibt nicht mehr viel zu sehen. So after everything that's happened, Also nachdem all das, was passiert ist, bereits schon, and you still don't know what's going on, und man immer noch nicht weiß, was von sich geht, or you're not prepared to say something, oder man nicht vorbereitet ist, selber etwas zu sagen, what title can you give to yourself except that of a tear? was für einen anderen Titel kannst du dir selber geben als das oder denjenigen eines Unkrauts? Let's close with prayer. Lass uns mit einem Gebet abschließen. Heavenly Father, we want to thank you for your watch care over your people. Himmlischer Vater, wir möchten dir danken, dass du über dein Volk wachst. From the time of the end, Von der Zeit des Endes you've taken care of this movement, hast du dich um diese Bewegung gekümmert. and you have promised us that you will finish this work that you began. Und du hast uns verheißen, dass du diese Arbeit, die du angefangen hast, auch beenden wirst. May each of us Möge jeder einzelne von uns, who have knelt before you now der jetzt vor dir hinkniet consider our ways, und diese Wege betrachten, that we may be wise. dass wir weise sind. This is our prayer in the name of Jesus. Dies ist unser Gebet im Namen Jesu. Amen. Amen.